Hi, schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute Avast Premium Security an, also ein Review von dem ganzen Produkt. Ich zeige dir alle Funktionen, wie du sie am besten verwenden kannst. Und ja, du sollst einfach einen Überblick über dieses Produkt bekommen. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Avast, dass sie mir die Lizenz kostenlos zur Verfügung gestellt haben für dieses Review. Und ansonsten würde ich sagen, verschwenden wir keine Zeit, beginnen wir gleich mal und let's go! Cybersecurity. Be part of IT. Okay, dann geht's jetzt los. Und ich habe hier Avast schon mal für dich installiert. Und wir sind hier im Startmenü. Hier finde ich das recht schlicht gehalten und schön. Einfach, dieser PC ist geschützt, weiß man direkt, was Sache ist, alles gut, keine Probleme. Und wir können hier auch gleich mal einen Smart Scan ausführen. Das machen wir auch gleich mal. Und wir sehen jetzt hier, er scannt nach Browserbedrohungen, also unser Browser wird überprüft. Danach überprüft er unsere veralteten Apps, also ob wir Apps haben oder Programme haben, die eben veraltet sind. Ihr seht jetzt hier, super Beispiel, ich habe ein paar, die veraltet sind. CC Cleaner oder sowas oder WinRAR auch. Hier ist eine ziemlich große Sicherheitslücke, sollte ich eigentlich patchen, aber ich habe es jetzt für euch noch nicht gepatcht. Und genau, wir können hier draufklicken und dann sehen wir auch gleich, was hat sich geändert. Also wir kriegen hier dann ein Changelog von dem Programm, was sich geändert hat. Also welche neuen Sachen zum Programm hinzugekommen sind. Auch ganz interessant, da da Sicherheitspatches und so enthalten sind. Genau, dann können wir hier auf alle aktualisieren klicken, mache ich jetzt nicht. Ich überspringe das Ganze. Wir sehen jetzt hier, es wurde keine Malware gefunden, das ist schon mal gut für mich, haben sie hier auch nochmal extra gesagt. Dann haben wir hier nochmal extra Probleme, zum Beispiel sensible Objekte. Die sollte man vielleicht besser schützen, extern. Wir sehen jetzt hier, haben wir ein paar Rechnungen und Datenschutzerklärungen. Das finde ich cool, dass Avast hier einfach erkennt, welche Dateien sensibel sind und welche Dateien eben geschützt werden müssen. Genau, dann haben wir hier Webcam-Schutz ist aktiv, Firewall ist aktiv und Realsight ist auch aktiv. Das schauen wir uns später an, was das genau macht. Und genau, überspringen wir den Schritt mal. Genau, jetzt haben wir hier bei Avast auch noch die Leistungsprobleme. Und das ist ganz cool. Das zeigt uns auch noch an, wie viel Cache oder Systemdateien, Datenmüll eben von Windows-Updates hier noch vorhanden ist zum Beispiel. Und die könnten wir hier auch entfernen. Zum Beispiel Registry-Einträge, die beschädigt sind. Oder wir sehen auch, welche Programme unseren PC verlangsamen. Genau, das ist dieser Smart Scan. Der ist schon mal ganz cool. Wir können jetzt hier monatlich planen, den Scan. Ich finde es gut, dass er hier alles in einmal vereint hat, so alle wichtigen Sachen. Ist einfach in einem Smart Scan drin. Und ja, genau. Hier können wir jetzt weitermachen. Gut, wir sehen hier unten auch Privatsphäre, dass ich aus Ingolstadt komme. Können wir jetzt hier auf Beheben klicken. Das finde ich ein bisschen schade, da wir hier auf einem VPN weitergeleitet werden, der dann eben was kostet. Gut, wer das haben will, kann sich das ja gerne kaufen oder kostenlos testen. Muss aber nicht sein. Was aber Avast besser gemacht hat, finde ich, als viele andere Virenscanner, ist zum Beispiel, dass sie diesen VPN nicht von Haus aus mit installieren. Also der ist von Haus aus nicht mit installiert. Das heißt, wir müssen ihn auch nicht deinstallieren, wenn wir ihn nicht brauchen. Dafür ist Avast auf jeden Fall, macht es besser als viele andere Virenscanner. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Was halt schade ist, dass hier unten dann diese Meldung kommt. Aber ja, ist halt so. Genau, dann haben wir Virenscans. Hier können wir auch wieder verschiedene Scans durchführen. Den Smart Scan haben wir ja gerade angeschaut. Dann können wir hier den Scanverlauf anschauen. Rettungsmedium können wir erstellen. Also falls unser PC gar nicht mehr startet, können wir hier einen USB-Stick erstellen. Diese Funktion ist auch sehr praktisch, falls wir mal einen wirklich hartnäckigen Virus haben. Installieren wir einfach Avast auf unserem USB-Stick und können dieses Avast-System vor Windows starten. Genau, das geht als CD oder USB-Stick. Und ja, sehr nices Feature auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu den Scans. Hier einmal vollständiger Scan.
Das würde ich euch immer empfehlen, mal einmal im Monat einen vollständigen Scan zu machen. Kann nicht schaden. Und ja, macht es einfach, wenn ihr gerade nicht am PC seid. Dauert natürlich auch länger. Gezielter Scan, einfach eine Datei oder ein Ordner. Startzeitprüfung. Hier wird vor Windows wird eben Avast nochmal gestartet. Genau, also es wird vor dem Betriebssystem wird ein Scan nochmal durchgeführt. Also bevor das Betriebssystem gestartet wird. Genau, für benutzerdefinierte Scans hier können wir einstellen, was wir genau haben wollen. Wie der Scan ausschaut. Auf jeden Fall sehr cool. Wir können hier auch nochmal ein bisschen ins Detail gehen, wie stark die Scans sein sollen und so weiter. Das wird aber jetzt hier den Rahmen sprengen. Wir schauen uns erstmal die anderen Funktionen an, was Avast noch so bietet. Dann haben wir hier die wichtigsten Schutzmodule. Hier haben wir wie die meisten Virenscanner Dateischutz, Verhaltensschutz, Webschutz und E-Mail-Schutz. Die können wir einzeln aktivieren und deaktivieren und halt auswählen, wie lange wir sie deaktivieren wollen. Das finde ich ganz praktisch. Das werdet ihr vielleicht nicht so oft brauchen, aber ich brauche das ab und zu, wenn ich irgendwelche Viren analysiere oder teste. Genau, dass man das hier eben relativ einfach deaktivieren kann. Verhaltensschutz ist eben, wenn sich ein Virus oder eine Datei oder ein Programm verdächtig verhält, dann erkennt dieser Verhaltensschutz eben das. So, werde ich kurz angerufen. Gut, dann schauen wir uns mal die Einstellungen dazu an. Hier haben wir auch wieder, ja, haben wir die Empfindlichkeit der Schutzmodule. Aber das schauen wir uns später nochmal an, wenn das Video nicht so lang wird. Genau, was haben wir noch? Virus-Container. Hier sind einfach Viren drin, die gefunden wurden. Wenn ihr euch zum Beispiel ein Virus einfängt und der gelöscht wird, wird der in den Virus-Container erstmal verschoben. Wir können auch manuell hier Dateien hinzufügen. Die werden dann ja, sicher hier gespeichert und können da auch nicht mehr raus. Genau. WLAN-Inspektor, dieses Feature finde ich extrem cool. Haben auch nicht alle Virenscanner. Und wir können hier einmal einen Scan machen. Ich sage jetzt Heim. Und der scannt jetzt hier unser WLAN. Sagt ja 9 Geräte gefunden. Wir sehen hier auch schon ein paar Geräte. Und ja, der macht jetzt eben unseren WLAN-Scan. Testet alle Geräte auf Schwachstellen oder unsichere Passwörter. Und ja, das dauert kurz. Und währenddessen schauen wir uns mal die Benachrichtigung an. Das finde ich auch echt gut gemacht, weil hier haben wir sogar einen Verlauf. Wir sehen hier, ich habe am 12. Januar, also gestern, schon mal so einen WLAN-Scan gemacht. Und wir sehen hier die Warnungen. Es gibt keine Warnungen, also alles gut. Oder ignorierte Probleme. Habe ich jetzt auch keine. Also wir können hier auch Probleme einfach ignorieren, nichts machen und dann werden die hier eben gespeichert. Genau, hier an der Seite haben wir noch Kontoeinstellungen. Wir sehen hier zum Beispiel das Abonnement. Also ich habe jetzt hier ein Jahr und ja, wir können uns hier auch mit unserem Avast-Konto anmelden. Habe ich jetzt nicht gemacht. Eine Browser-Erweiterung können wir installieren. Habe ich auch nicht gemacht, aber wäre dabei, wenn ihr das wollt. Dann haben wir Statistiken, wie viele Viren gefunden wurden und so weiter. Genau, das finde ich auch cool. Insgesamt 30 Tage haben wir eine schöne Statistik. Und hier haben wir dann auch noch weitere Produkte von Avast, die wir eben installieren können und halt meistens auch kaufen. Zum Beispiel Cleanup kostet was, VPN kostet was, Driver Update, Anti-Track und so weiter. Aber hier geht es ja nur um Premium Security und jetzt sehen wir hier auch schon, der WLAN-Scan ist fertig. Wir haben jetzt hier eine Bedrohung gefunden oder ein Problem, eine Gefährdung und das ist mein WLAN-Router. Ich habe jetzt hier eine Fritzbox und wir sehen hier, wenn wir auf Details gehen, hier stimmt irgendwas nicht. Was stimmt nicht? Ja, mein WLAN-Passwort ist zu schwach. Dann kriegen wir hier eine Erklärung, wie wir das WLAN-Passwort verbessern können und ja, was eben genau das Problem ist. Genau. Und wir haben hier auch noch Ports offen im Internet. Genau. Also das sind 2 Punkte, die sollte ich auf jeden Fall ändern. Habe ich jetzt extra mal so gelassen für dieses Video, damit ihr seht, was da so drin ist. Wir sehen hier IP-Adresse, Betriebssystem, MAC-Adresse und so weiter. Das sehen wir von allen Geräten. Ja,
ganz cool. Wir sehen halt, wenn irgendein Problem im Netzwerk entsteht, irgendein Gerät eine Schwachstelle hat, wird es hier gleich angezeigt. Das finde ich echt praktisch. Wir sehen jetzt hier oben auch die Benachrichtigungen. Der Scan es wurden Probleme gefunden. Können wir jetzt hier auf alles klar klicken und dann ist wieder alles gut. Genau. Sehr cooles Feature. Schauen wir jetzt Schutz gegen Fernzugriff. Klar, also das ist auf jeden Fall auch cool. Avast findet raus, ob irgendjemand übers Remote, also über Internet, auf euren PC zugreift. Viele Trojaner machen das. Deswegen ist es hier extrem cool, dass es hier auch nochmal extra dargestellt wird. Und so wisst ihr, dass eben kein Hacker euch ja über RDP, also Remote Desktop Protokoll zum Beispiel, zugegriffen hat auf euren PC oder über Windows Netzwerk, Samba heißt das, und Brute Force Angriffe. Das ist also alles abgedeckt, wird hier auch nochmal extra geprüft und dann, falls was sein sollte, wird es hier angezeigt. Kannte ich so auch noch nicht von den Virenscannern, das ist relativ neu, dass es so einzeln aufgeführt wird, aber finde ich nice. Was ich aber extrem cool finde, und das haben echt wenig Virenscanner, hier, dass Avast eine Sandbox hat. Was ist eine Sandbox? Wir können hier einfach ein Programm in der Sandbox öffnen, zum Beispiel Google Chrome. Und wir sehen jetzt hier, ja, hier ist so ein blauer Rahmen rum. Und in diesem blauen Rahmen kann kein Virus rein oder raus. Also wir können hier Programme testen. Wenn wir uns nicht sicher sind, ob das ein Virus ist, dann können wir das in einer Sandbox, also in einer isolierten Umgebung ausführen. Könnte man jetzt auch für Online-Banking verwenden. Und ja, wir haben gesehen, kam eine kleine Fehlermeldung, aber es hat trotzdem alles funktioniert. Klar, so virtuelle Umgebungen haben immer ab und zu, ja, bringen die manchmal eben Fehlermeldungen. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Genau, dann kommen wir zur Firewall. Die haben natürlich die meisten Virenscanner, wie auch Avast. Und wir sehen jetzt hier, ist es jetzt wir können einstellen, ob es ein privates oder öffentliches Netzwerk ist. Je nachdem werden die Regeln ein bisschen strenger gelegt oder leichter. Und wir sehen jetzt hier, was alles erlaubt ist, welche Programme durchgelassen wurden. Wir haben hier auch Netzwerkverbindungen. Das finde ich auch immer ganz schön. Wir sehen hier genau, welche Programme ins Internet gehen, über welchen Port. Also diese Zahl ist der Port. Und ja, wir können hier auch den ganzen Pfad anzeigen lassen. Dann sehen wir auch genau, wo die Datei liegt, die ins Internet geht. Und Namen auflösen, da sehen wir hier eben, die IP-Adresse wird zu einem Gerätenamen. Also Fritzbox war halt früher 10.0.0.1. Genau, dann können wir noch die Details anzeigen lassen. Hier haben wir dann auch nochmal das Protokoll, das verwendet wird, ob es aktiv ist, wie viele Daten gesendet wurden und empfangen. Und ja, ich finde, hier haben sie auch alles richtig gemacht, also gefällt mir gut, schlicht gehalten, hat alles Wichtige drin, also kann man nichts sagen. Firewall-Protokoll, hier sehen wir dann genau nochmal, was zugelassen wurde und was blockiert wurde. Hier wurden jetzt ein paar Anfragen von Spotify blockiert, da die über UDP gehen. Und ja, können wir auch nochmal alles im Detail überprüfen. Wir sehen auch die Sachen, die zugelassen wurden. Genau. Ganz schön. Hier haben wir auch nochmal die Einstellungen. Hier können wir nochmal ins Detail gehen, um eben einzustellen, welches Netzwerk jetzt öffentlich oder privat ist. Und ja, schauen wir uns eventuell später noch an. Genau, Anwendungseinstellungen. Hier können wir auch selber einstellen. Sollen wir jetzt hier die Anwendungen zulassen? Sind die vertrauenswürdig? Können wir einstellen, wie das eben sich verhalten soll, die Firewall. Genau. Dann haben wir es hier auch schon wieder. Dann gehen wir mal weiter, was wir noch haben. Wir haben jetzt Realside. Das ist ganz cool. Das ist auch wieder einzeln aufgezeigt. Das ist normalerweise integriert, aber hier Avast zeigt es nochmal ganz schön da. Das hindert eben Hackern, DNS-Einstellungen zu verändern. Das ist eine sehr ja, miese Methode sozusagen, einfach, dass dein DNS verändert wird und du auf Seiten gehst, auf die du eigentlich gar nicht gehen willst. Das wird eben durch dieses Realside verhindert und somit können auch keine Bankdaten oder falsche Weiterleitungen entstehen oder gestohlen werden. Genau.
haben wir hier auch nochmal Details. Und ja, genau. Dann, was haben wir noch? Ransomware-Schutz, auch immer wichtiger werden da. Früher gab es das gar nicht so, aber inzwischen doch. Ja, Ransomware ist eben ein Virus oder Trojaner, der deinen PC verschlüsselt, wichtige Daten und so weiter. Wir sehen jetzt hier eben, wichtige Dokumente werden eben von diesem Ransomware-Schutz geschützt. Das heißt, was passt auf, dass die Dateien nicht verschlüsselt werden. Wir haben jetzt hier Dokumente, Pictures und so weiter. Diese Dateien werden alle extra nochmal überwacht und überprüft, ob hier eben ein böser Angriff ja, ist. Hier auch nochmal ganzen Einstellungen. Genau. Auch sehr nice, gefällt mir gut. Sollte man inzwischen haben, da diese Angriffe doch immer häufiger werden. Dann kommen wir jetzt zur Privatsphäre. Hier haben wir den Kennwortschutz. Das ist auch sehr wichtig, da die Passwörter, wenn sie im Browser gespeichert werden, können sie von vielen Viren ausgelesen werden. Also niemals die Passwörter im Google Chrome oder Edge Browser speichern oder Firefox, ist egal. Niemals da drin speichern, immer einen Passwortmanager verwenden. Wenn ihr es aber doch macht, dann achtet darauf, dass euer Virenscanner so einen Kennwortschutz wie Avast hier hat. Denn der passt darauf auf, dass nicht auf eure Passwörter zugegriffen wird. Also der isoliert das Ganze nochmal und überwacht es. Genau. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, wenn ihr eure Passwörter speichert im Browser, dann würde ich euch auf jeden Fall Avast empfehlen, weil ich kenne diesen Kennwortschutz so in dieser Art nicht von anderen Virenscannern. Zumindest wird es immer nicht extra aufgezeigt, aber hier wird es extra nochmal aufgeschlüsselt. Dann der Datenschredderer. Wenn ihr geheime Dateien habt, Top Secret, und die zu 100% löschen wollt, dann gibt es eben den Datenschredderer, der überschreibt die Datei öfter. Das heißt, er löscht sie nicht nur beim normalen Löschen, auch aus dem Papierkorb. Kann es passieren, dass die Dateien von irgendwelchen Leuten wiederhergestellt werden können. Wenn man die Daten schreddert, also 8-mal überschreibt, passiert es eben nicht mehr und die Daten sind endgültig gelöscht. Also auf jeden Fall auch ein nices Feature. Kann man sich vorstellen wie der echte Datenschredderer in den Büros. Also ob man jetzt den Zettel einfach nur wegwirft und zerknüllt und zweimal auseinanderreißt oder ob man ihn halt in 10.000 Einzelteile zerlegt, ist schon mal nochmal ein Unterschied. Genau. Dann haben wir den Webcam-Schutz. Extrem wichtig, hat auch Gott sei Dank fast jeder Virenscanner. Es wird uns gezeigt, wenn auf die Webcam zugegriffen wird. Sollte auf jeden Fall dabei sein. Und ja, das ist schon mal top. Es wird eben halt dann gewarnt, welches Programm und wann das Programm auf die Webcam zugreift. Dann haben wir noch Schutz für sensible Dateien. Das habe ich euch ja am Anfang schon gezeigt. Hier können wir auch nochmal danach scannen. Der findet dann eben sensible Dateien wie Rechnungen und schützt die nochmal extra oder überwacht die nochmal besser. Genau. Oder ihr könnt sie auch finden und dann woanders speichern, damit ihr ja keine sensiblen Dateien einfach so auf eurem PC rumliegen habt. Genau, dann haben wir jetzt hier noch Leistung. Hier haben wir den Software Updater. Das ist ein Programm, um eben zu schauen, dass euer System komplett sicher ist, da alte Software oft Sicherheitslücken hat. Und man kann hier einfach auf Jetzt aktualisieren klicken und er aktualisiert euer Programm im Hintergrund. Finde ich sehr cool und ist auch extrem wichtig in Zukunft, wenn eben Sicherheitslücken entdeckt werden. Hier sehen wir jetzt die aktuellen und wo noch was gemacht werden. Wir können hier oben auch automatisch updaten klicken und ja, haben hier auch noch mal ein paar Einstellungen. Genau, dann haben wir es hier schon. Dann haben wir noch den Nicht-Stören-Modus und der ist eben für Gamer oder Leute, die eben ungestört arbeiten wollen, sehr wichtig, dass eben Avast erkennt, welche Programme jetzt eben vielleicht nicht gestört werden sollen. Wenn ich jetzt mit meiner Family Fotos anschaue, will ich nicht, dass irgendwie eine Meldung von Avast unten auftaucht in der Ecke und deswegen ist hier jetzt bei Fotos der Nicht-Stören-Modus aktiviert. Wir können hier Apps manuell hinzufügen und ja, das finde ich auf jeden Fall auch ein nettes Feature. Dann wird man eben nicht so oft unterbrochen beim Arbeiten. Genau, ich habe euch jetzt hier alles gezeigt. Ich finde Avast einen sehr guten Virenscanner. Vor allem er hat auch sehr gute Scan-Mechanismen. Habe ich schon öfter mal getestet. Also dieser hier, der Verhaltensschutz, also unbekannte Viren werden von Avast auf jeden Fall sehr gut erkannt. Und
ja, ich habe nichts gefunden, was jetzt hier störend war. Kann ich auf jeden Fall guten Herzens empfehlen, den Virenscanner. Bis auf einen Punkt halt vielleicht, dass hier unten diese Werbung immer kommt. Aber gut, das ist jetzt Ansichtssache. Ansonsten kann man echt nicht meckern. Finde ich top, dieses Produkt. Und ja, wenn ihr es kaufen wollt, ich habe einen Link unter dem Video. Hier gibt es auch ein bisschen billiger. Also ja, ist auf jeden Fall ein guter Virenscanner. Vielleicht habt ihr es selber auch gerade erkannt. Genau. Dann würde ich sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Channel für mehr IT-Sicherheit und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag, bleib sicher und be part of it. Peace!